Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer kleinen Videoreihe. Heute mal mit mir, Frederik Witte. Wie ihr im Hintergrund schon seht, sind wir heute mal draußen auf dem Betrieb. Hier findet gerade die Maisernte statt. Die ganzen Fahrzeuge, die unterwegs sind, sind ausgerüstet mit unseren T2-Modulen. Darunter sind 2 New-Holland-Drescher, wie ihr im Hintergrund schon seht und hört. Ein Überladefahrzeug und mehrere Abfahrzeuge. Um die Datenerfassung perfekt zu machen, erkläre ich euch heute ein bisschen das Flottenmanagement in unserem System durch unsere Android-App. Genau, darunter dann die Funktion Navigation zum Feld- oder Leitfahrzeug und die Kommentarfunktion, die Bergefunktion und den Flugunzähler für die Abfahrzeuge. Hier sieht man jetzt schon Gerd, der kommt gerade angefahren mit unserem MB-Truck hier, dem schicksten Fahrzeug, finde ich. Und der erklärt euch gleich noch ein bisschen während der Fahrt. Hallo, ich bin Gerd. Freddy hat mich ja eben schon kurz angeleitet oder angekündigt. Ich bin heute also unterwegs hier mit dem MB-Truck. Es wird Mais gedroschen und ergänze also mit dem Truck die Häckselkette. Und wir haben natürlich hier auch unser Telemetriesystem aufgebaut, unseren T2. Und wie der jetzt hier genau funktioniert beim MB-Truck, der noch keine Kenndaten liefert, das zeige ich euch jetzt im Fahrzeug. Also, kommt mit rein. Ich will jetzt losfahren, dann gehe ich hier drauf und suche mir einen Schlepper aus. Und dieser Schlepper ist in diesem Falle der MB-Truck, in dem wir drin sitzen. So. Jetzt weiß er, dass wir einen Anhänger hinter haben und jetzt fragt er, was wir fahren. Körnermais, also hinzufügen. So, haben wir alles, ja, Schlepper ausgewählt, jetzt können wir im Prinzip starten. Wir müssen vorher noch einen Kunden auswählen, wenn er startet, und hier war ja Maisdreschen, also Kunde Maisdreschen auswählen. So, jetzt haben wir alles gemacht und die App läuft. Ja, wir sind hier an der Abladestelle und der Mähdrescher hat jetzt gewechselt zu einem anderen Schlag, wo es auch noch fällt, Mais zu dreschen. Und zu diesem Schlag wollen wir uns jetzt mit unserer App hin navigieren lassen. So, dazu suchen wir erstmal den Schlag. Und zwar ist der hier hinten, machen wir etwas größer. So, und wir tippen einmal drauf. So, dann öffnet sich ein Fenster, um was es für einen Schlag handelt, welche Größe und dass es hier der Schlag-Pappelweg ist. Und ich lasse mich jetzt Pappelweg hin navigieren. Also da wir vorher hier auf diesem Schlag eine Einfahrt markiert haben, da ja rundherum Gräben sind, navigiert uns natürlich das System, jetzt Google Maps, direkt zu dieser Einfahrt. Ja, genauso wie man sich zu einem Schlag hin navigieren lassen kann, kann man sich natürlich auch zu einer einzelnen Maschine hin navigieren. Hier ist der Überladewagen, tippen ihn mal an. Dann öffnet sich ein Fenster, man sieht, dass er auf dem Feld steht, und hier gibt es wieder das Navigationssymbol, man drückt drauf, es öffnet sich Google Maps und navigiert jetzt mein Fahrzeug, also mich, zu dem Überladewagen, der jetzt irgendwo auf irgendeinem Feld wartet, damit ich mit meinem MB-Traktoranhänger dorthin fahre. So, er fragt mich jetzt, ich bin jetzt auf die Waage gefahren, und in dem Moment, wo man auf die Waage fährt, fragt er, was ist das aktuelle Gewicht. Ich schaue dann auf die Anzeige, sind 18 Tonnen. Dann gebe ich das aktuelle Gewicht hier ein. Entschuldigung, das ist falsch. 18,570 hinzufügen. 0. Gesamtzuggewicht ist jetzt 18,5 Tonnen. Die Tara zieht ihr jetzt intern ab. So, hinzufügen. So, damit war das schon von dem Wiegevorgang, und jedes Mal, wenn wir auf die Waage fahren, so wie in dem Falle, poppt dieses Bild auf, dass man also Gewicht eingeben kann. So, was natürlich auch geht, das ist ein Fuhrenzähler. Man legt dann auch wieder einen virtuellen Ort an. Immer dann, wenn man den passiert, wird man nach der Fuhre gefragt, und dann
drückt man hier oben, was jetzt in 0 ist, und dann hat man eine Fuhre. In diesem Falle ist im Schnitt eine Fuhre rund 10 Tonnen Ladung, sodass er hier auch die 10 Tonnen angibt, sodass man jedes Mal, wenn man an den gleichen Punkt vorbeikommt, er immer fragt nach dem Fuhrenzähler und man zählt, addiert eine weitere Fuhre hinzu. Während wir hier abladen und ich den Kipper hochkippe und der Körnermais jetzt ins Gebläse läuft, kleinen Hinweis zum M-Betrag, der hier in der Kolonne mitfährt. Und damit das möglich ist, haben wir hier einen T2 GPS verbaut. Der T2 GPS unterscheidet sich von dem normalen GPS, von dem normalen T2, dass er keine Kennnachrichten empfangen kann. Haben wir auch hier nicht beim M-Betrag oder bei vielen älteren Traktoren. Wir nehmen hier einfach nur Zündplus. In dem Moment, wo der Motor startet oder die Zündung angemacht wird, arbeitet der T2 GPS und nimmt alle relevanten Daten auf. Er hat eine automatische Straße-Felderkennung. Wir haben die Geräteerkennung, wir haben eine Fahrererkennung. Alles das, was wir vom T2 kennen, kann der T2 GPS auch. Und damit kann dieses Fahrzeug hier vollständig in der Abfuhrkolonne für Körnermais mitfahren. Dann ganz schön, dass es hier 2 New Holland Drescher unterwegs sind. Hier der gelbe, das ist die Radmaschine. Der hat hier gedroschen und fährt jetzt hier zum Weg hin zum Abladen. Und hier hinter fahren der New Holland mit Raublaufwerk und der Überladewagen nebeneinander her. Es wird wohl gerade abgetankt. Parallel sehen wir, dass hier der M-Betrag steht zum Abladen und auch eine weitere Schlepper, ein John Deere, der darauf wartet, abladen zu können. Somit haben wir die gesamte Flotte im Blick und wissen, wo gerade welches Fahrzeug unterwegs ist. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Jetzt müssen auch die Fahrzeuge getankt werden, und weil wir beim M-Betrag ja keinen Kraftstoffverbrauch ermitteln können, weil wir ja keine Kennnachrichten vom Motor bekommen, ist es umso wichtiger, dass wir die getankte Kraftstoffmenge erfassen. Dafür haben wir hier auf unserer App einen Tankbutton. Da drücke ich mal drauf und es öffnet sich ein Fenster, und hier kann ich jetzt die getankte Kraftstoffmenge eingeben. Wir haben hier 86 Liter getankt und sage hinzufügen. So, und damit machen wir Feierabend. Bis morgen. Ja, Gerd hat euch jetzt einmal eine Runde mitgenommen bei ihm auf dem Trecker, seinem geliebten M-Betrag, und konnte euch einen Einblick in unsere Android-App zeigen. Genau, und das war es einmal heute von uns und bis zum nächsten Mal.